Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein schnelles und einfaches Rezept für leckere Hackbällchen mit Currysoße. Dafür bereiten wir als erstes die Hackmasse vor. 500 Gramm Hackfleisch, halb Rind und halb Schwein in eine Rührschüssel geben, ein großes Ei sowie 50 Gramm Paniermehl dazugeben, dann noch einen halben Teelöffel geräuchertes Paprikapulver und eine gute Prise Salz sowie frisch gemahlener Pfeffer. Alle Zutaten anschließend mit den Händen vermengen bzw. verkneten, bis ein kompakter Fleischteig daraus entstanden ist, und anschließend können wir die Bällchen formen. Ich habe insgesamt 24 Stück aus der Masse herausbekommen, zwischen den Händen zu kleinen Kugeln bzw. Bällchen formen. Alternativ könnt ihr auch einfach kleine Frikadellen formen, das würde auch funktionieren. Und wenn das erledigt ist, eine große Pfanne mit einem guten Schuss Öl erhitzen, dann kommen die Hackbällchen in die heiße Pfanne, für ein paar Minuten bei mittlerer bis hoher Hitze rundherum braun anbraten. Währenddessen für die Soße schon mal eine Zwiebel abziehen und fein hacken. Außerdem noch 1 bis 2 Knoblauchzehen ebenfalls abziehen und fein hacken. Die Bällchen zwischendurch einmal wenden und sobald sie schön angebräunt sind, können wir sie aus der Pfanne heben, auf einen Teller geben und kurz zur Seite stellen. Jetzt Zwiebeln sowie Knoblauch in die Pfanne geben, bei mittlerer Hitze und gelegentlichem Wenden glasig anschwitzen. Dann geben wir einen Esslöffel Tomatenmark dazu, außerdem einen guten Teelöffel süßes Paprikapulver und einen guten Teelöffel Currypulver, Gewürze und Tomatenmark kurz unterrühren mit anrösten und anschließend mit 150 ml Orangensaft ablöschen, den Orangensaft ebenfalls kurz unterrühren und danach kommen die restlichen Zutaten dazu: einen gehäuften Esslöffel scharfes Eiweiß, eine Flasche passierte Tomaten, das sind ca. 700 ml, die Flasche nochmal kurz mit einem Schuss Wasser ausspülen, ebenfalls dazugeben, dann alles einmal gut umrühren, mit einer guten Prise Salz und Pfeffer sowie etwas Zucker abschmecken, und wenn das erledigt ist, kommen die Hackbällchen zurück in die Pfanne, alles ein letztes Mal gut umrühren und die Hackbällchen für ein paar Minuten in der heißen Soße köcheln lassen. Danach sind wir fertig. Die Hackbällchen mit Currysoße am besten zusammen mit einer Portion Pommes auf Tellern verteilen, noch etwas extra Currypulver on top, und dann wünsche ich euch einen guten Appetit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.